Ein voll integriertes Reisemobil auf gerade mal 6 Meter Länge. Um genau zu sein, 5,99 Meter, voll integriert. Alles ist drin, was das Herz begehrt. Das werden wir uns gleich mal angucken. Er heißt Globebus i1. Geht los bei 79.199 Euro. Ein extrem kompaktes Fahrzeug, das zum Beispiel in der Schweiz sogar auf einen Standardparkplatz parken könnte, weil er so kurz ist, ja. Aber trotzdem voll integriert und im Vergleich zum teilintegrierten, wo man ja hier das Triebfahrzeug noch sieht, da schon eine ganz andere Nummer. Es ist sehr windig. Ich hoffe, ihr hört das. Wir sind im Freistaat. Der Frühling kommt, der ist nicht mehr aufzuhalten. Und wir zeigen euch heute mal diesen Globebus i1, der ganz neu hier auf den Hof gekommen ist. Er kam vor gerade mal 6, 8 Wochen hierher und man hat uns angerufen und hat gesagt, hey, es gibt ganz viele neue Produkte von Detlefs, zeigt die einfach mal. Dann habe ich gesagt, okay, why not? Warum nicht? 5,99 Meter, 2,81 Meter Höhe, auch deutlich unter 3 Meter, eine Breite von 2,20 Meter und eine Zuladung von 878 Kilogramm. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn man hier dieses Fahrzeug nimmt und das auch noch auflasten würde, dann wären wir weit über 1 Tonne Zuladung und dann kann der Urlaub losgehen. Ja, die Reling an der Seite macht das Fahrzeug sehr, sehr schick. Also da oben, das ist wahrscheinlich nur so eine Art Design-Erweiterung. Könnte auch ein Astabweiser sein, dass man es dafür gebrauchen kann. Wir haben natürlich flächenbündige Fenster, die also gar nicht mehr aufbauen von Polyvision, und haben hier noch eine Heckgarage mit drin, die können wir uns ja mal anschauen, die auch eine ordentliche Größe hat, sodass man Fahrräder und so weiter problemlos auch mitnehmen kann. Das Ganze ist auch beleuchtet. Bedienteil hier in dem Fall ist demontiert, aber wir werden euch das Fahrzeug trotzdem mal zeigen. Hier wasserdichter Boden mit drin, Siebdruckplatten. Das Ganze kann auch mal nass werden, dafür ist es dann gebaut, falls ihr dann mal ein nasses Fahrrad oder sowas reinstellt. Licht ist hier mit drin. Man hat 230 Volt Anschluss, der ist hier mit eingebaut, und die Garage. Das Heck, ganz schick, können wir euch mal gerade zeigen. Da ist es von Detlefs Globebus GT. Also ein richtig kleiner, süßer Liner, und man sieht es auch schon, die beiden stehen nahezu bündig, und der Bus dahinter hat dann 3 verschiedene Breiten. Hier sieht man sehr schön, also je nachdem Längen, je nachdem welches Modell es ist. Globebus GT, hier in dem Fall auf 5,99 Meter, der dahinter dürfte 6,40 Meter sein. Könnte auch fast 1 Meter sein, der länger ist, und der dahinter könnte dann 7,30 Meter. Also das werden wir gleich mal feststellen, was das ist. Und die neuen Modelle sind eingetroffen. Cool! GFK Außenwand, das ist in dem Fall wirklich unschwer zu erkennen. Man sieht es also in der ganz leichten Wölbung, die hier drauf ist. Wir haben ein GFK Heck hier in dem Fall mit drin und Modell Globebus GT mit Spoilern. Hier oben sind auch jede Menge Spoiler mit eingebaut, damit die Optik auch was zum Tragen hat. Das gleiche gibt es ja nochmal auf der Seite. Also hier hat man dann nochmal eine ganz große Klappe mit drin, wo ich dann an den Bereich rankomme. Hinten. Und natürlich eine zu öffnende Fahrertür. Sieht man sehr schön hier. Hymer steht drauf. Also die Tür aus dem Hymer-Konzern, Fiat Ducato mit Vollausstattung, hier voll digitales Cockpit eingebaut. Man hat Lederlenkrad drin, Multifunktionslenkrad. Das große Navigationssystem, all das können wir uns gleich mal von innen anschauen, und eine sehr, sehr schöne Stoffkombination hier drin. Also alles mit hellem Holz und Grau, wie das halt so ist. Die Sitze von Agouti, also richtige professionelle Sitze hier mit drin. Das ist schon mal sehr schick. Ja, Busspiegel, so kleine angedeutete Busspiegel. Also hier könnte auch in der Türkei so ein kleiner Stadtbus sein, der irgendwie kommt. Da gibt es ja so kleine Citybusse, die da sind. Komm, lass uns mal reingehen. Kurzer Überblick, was man auf 6 Meter geboten kriegt. Dadurch, dass er natürlich voll integriert ist, habe ich auch auf 6 Meter maximalen Raum. Also das auch nochmal in Verbindung mit einem Hubbett
und einer riesen Zuladung. Also ich sehe schon ein paar Sachen. Unten ist ein Subwoofer eingebaut, das heißt auch das Soundsystem ist wahrscheinlich ordentlich. Das ein Jena Soundsystem ist eingebaut, das sehe ich jetzt schon. Agouti-Sitze, also der Sound in dem Auto ist wahrscheinlich besser wie die Beschleunigung, die da ist, je nach Motor, die da ist. Und eine Optik, so eine Beton-Bodenoptik hier am Boden, ganz, ganz edel. Und wir steigen mal ein. Tisch ist absenkbar. Das heißt, auch hier kann ich aus dieser Sitzgruppe dann nochmal ein Bett bauen, wenn ich das denn möchte. Kann aber auch die Höhe des Tisches dann noch regulieren. Das ist das Original Entertainment-System von Fiat, was hier verbaut worden ist. Und ja, wirklich das Maximal an Cockpit, was es gibt, ist hier verbaut. Tempomat mit drin. Und ein 6-Gang-Schaltgetriebe hier in dem Fall. Und hier vorne sieht man auch den Anbau. Das ist wirklich ordentlich gemacht. Das Original-Cockpit geht ja bis hier vorne hin. Und der Anbau ersetzt dann das noch fehlende Element. Vorne die Jenat Lautsprecher eingebaut. Sonnenschutz, falls die Sonne mal zu tief stehen sollte. Und natürlich ein Verdunklungssystem auf der rechten Seite. Habe ich es euch schon mal angedeutet. Das fährt dann an der Seite raus, trifft sich in der Mitte und das gleiche gibt es dann nochmal hier, wird einfach ausgezogen und damit kann ich in 0, nichts dann auch verdunkeln. Auf der Beifahrerseite, das Fenster ist zu öffnen, auch sehr praktisch und hier haben wir noch jede Menge Stauraum. Also ein richtig süßer, kleiner 6-Meter-Liner. Das habe ich schon immer mal gesucht, also wo du vorne auch in dem Bereich hier durchgehend die komplette Breite hast und das schafft natürlich ein wirklich sehr großzügiges Raumgefühl, gerade als Fahrzeug für 1 oder 2 Personen extrem gut geeignet, wobei hier auch locker 4 Personen mitreisen können, denn ich habe ja 4 Plätze, ich habe ordentlich Zuladung. Aufgrund dessen, dass der so klein ist und natürlich auf 3,5 Tonnen ist, dadurch habe ich Zuladung, habe also ein riesen Hubbett hier drin. Leiter mit dabei, Lattenrost ist mit eingebaut. Uns ja mal anschauen. Also hier Lattenrost mit drin, Rausfahrschutz, das ist hier dieses Element. Das kann ich hier oben einhängen und habe dann die Möglichkeit, die Kids dann auch effektiv zu schützen, dass sie eben nicht rausfallen. Und ich habe noch eine Sicherung hier mit eingebaut. Vorbildlich, dass das Ganze während der Fahrt auch nicht runterkommt. Klappen. Die haben Häfele-Beschläge mit eingebaut. Gibt jede Menge Möbelverbinder, elastische Möbelverbinder hier, die dafür sorgen, dass bei eventuellen Vibrationen das Ganze natürlich sich nicht losvibriert. Aber nettes Detail auch hier nochmal, man hat hier alles nochmal versehen. Das heißt Soft Close, klack, geht man selber zu. Man sieht es hier sehr schön. Die Möbel liegen also nicht direkt auf, sondern man hat hier noch so eine Schutzschicht drüber. Und da liegt dann alles auf. Das verhindert dann auch sehr effektiv, dass das Ganze dann nochmal quietscht oder scheuert. Das ist schön gemacht. Dometic Kühlschrank. Auch der ist von einer Seite zu öffnen. Wahrscheinlich von der Seite. Warte, man kann mal gucken, welche Seite er aufgeht. Gibt es 2 Möglichkeiten. Er ist zu. Oder er wurde nicht richtig geschlossen. Das können wir gleich mal schauen. Nee, das ist auf jeden Fall die Variante, die nur zu einer Seite aufgeht. Es ist ein AES-Kühlschrank hier mit drin. Das heißt, wir haben 12 Volt, 230 Volt und Strom. Und ja, ein großer Kühlschrank, auch wenn er jetzt nicht aufgeht, mit Gefrierfach drin. Dometic 2 Flammen Kochfeld mit Piezo-Zündung, eine große Spüle. Die Multifunktionsrail. Gibt es auch jede Menge Einsätze, die ich hier reinhängen kann. Das fängt an vom Handtuchhalter bis hin zum Gewürzhalter, gibt es im Zubehörshop. Und so sieht so ein kleines Bordbuch aus, das hier mit dabei ist. Und die Displays, ja, teilweise werden die Displays nachgeliefert. Das ist also auch eine Geschichte, die natürlich der Lieferbarkeit natürlich noch angeht. Und da sieht man den Querschläfer hinten, 2 Betten, Bettbreite würde ich jetzt mal hier sagen, 1,40 Meter mal 2 Meter, also für 2 Personen wirklich
absolut ausreichend. Vorne nochmal das große Hubbett dabei. Aber der Platz wirklich richtig gut ausgenutzt hier bei dem Fahrzeug. Wir haben ja auch jetzt nicht keine Riesenmaße hier. Bei 6 Meter Länge muss man natürlich auch sich ein bisschen dann zusammenreißen. Und man kann sich hier noch vereinzeln hier über diesen Vorhang. Hinten noch Flächenvorhänge mit schicken Gardinen. Also von der Verarbeitung her wirklich ein ganz toller Hingucker. Schränke noch drüber. Auch die sind ein bisschen abgeflacht. Von den Seiten her würde ich sagen, man kann in beide Seiten liegen, da beide Matratzen nicht eingebuchtet sind. Hat also hier den vollen Liegekomfort. Auch hier, wir können es ja mal anheben, wirklich dicke Matratzen. Ich kriege die also kaum mehr gegriffen. Und nochmal ein Lattenrost drunter. Und hier drunter Kleiderschrank. Kurz mal drunter schauen. Für hängende Kleidung, also hier noch ein richtig großer Schrank. Das Ganze kann man per Gasdruck dann auch anheben und dann eröffnet sich hier ein ganz großer Kleiderschrank. Hier nochmal Ablagefächer drunter, Sicherungskasten und auf der rechten Seite ein sehr, sehr tiefes Fach, das auch von außen nochmal beladen werden kann. Das ist natürlich extrem praktisch. Also man kippt das Ganze hier hoch. Ich zeige euch das mal gerade von der Gesamtheit. Es kommt dann auch sehr leicht runter. Durch die Gasdruckfedern wird auch alles gehalten. Ich wecke nicht den ganzen Campingplatz auf. Und hier langt also ein Finger, kann ich hochdrücken und dann kommt das Ganze hoch. Und ich habe dann auch den Zugang hier unten zu dem Frostwächter, das kleine blaue Teil, was da unten sitzt. So, Dalle. Dann werden wir mal uns das Bad anschauen. Auch hier Schwenkbad. Mal kurz gucken. Ja, Schwenkbad ist hier mit drin. Das ist jetzt die Situation tagsüber. Wenn ich nicht dusche, also habe ich ein Waschbecken mit drin. Hier ist die Duscharmatur. Und also ich denke mal, es ist ein Schwenkbad. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, aber wir werden es gleich mal ausprobieren, wie wir das umschwenken können. Also Wasserarmatur vor der Entleerung des Wassersystems in Mittelstellung bringen, das ist alles klar. Also der Hinweis war es noch nicht. Und es gibt hier eine feste Duschabtrennung, respektive hier diese Tür ist dann auch nochmal fest. Ist also mehrgliedrig und verschließt also diesen ganzen Raum dann nochmal komplett mit einer festen Tür. Handtuchhalter hier an der Seite und jetzt mal probieren. Ja, es war doch einfacher als ich dachte. Man zieht einfach nur hier dran und hat dann die komplette Dusche ohne großen Umbau komplett eröffnet. Schön. Also richtig toller, voll integrierter, mit viel Platz. Und das Highlight ist natürlich der große Kleiderschrank. Wir sind auf 6 Meter. Überleg mal, Agouti-Sitze, also richtig tolle Sitze, tolle Ausstattung. Das Ganze hat natürlich auch ein bisschen seinen Preis. Wenn viele kommen, naja, für das Geld kriege ich ein großes Reisemobil, das ist es nicht. Es ist nicht so, dass man sich jetzt vielleicht nichts anderes leisten könnte, sondern du kriegst natürlich mit 6 Metern immer einen Stellplatz. Also das ist meine Erfahrung. Du bist hier auf Kastenwagenbreite, bist hier auf Kastenwagenlänge und hast trotzdem einen voll integrierten mit allen Luxus, wie zum Beispiel hier das große Riesen-Heki, was hier drin ist, das ich so auch im Concorde und Murillo finde. Mit vielen Extras, wie zum Beispiel der haushohe Spiegel, der drin ist. Also ein richtig schönes, kleines Büsslein. Für Leute, die, ich sag mal, was Übersichtliches brauchen. Nicht zu groß, nicht zu klein. 2 Personen, Städtereisen, viel Fahrkomfort durch die Sitze und einen durchzugsstarken Motor. All das ist hier verbaut. Mit dem Maximalen, was Fiat hier hat. Ja, lediglich der Preis, das müsst ihr dann entscheiden. Das ist natürlich jetzt vielleicht nicht das Fahrzeug, um jetzt 3 Jahre lang in Spanien zu leben. Dafür ist mir vielleicht ein bisschen zu klein, aber das, wow, ist hier ein Wind. Die Breite von 2,20 Meter, das ist nochmal gute 12 Zentimeter kürzer als die anderen haben. Und beim nächsten Mal auch definitiv ein Windschutz mit dabei. Wahnsinn. Da steht er, der Globus i1, Modellvariante 2023. Wir sind bei Glück Freizeitfahrzeuge in Sulzmoos. Heute ist der 31. März. Es wird wärmer, der Wind kommt
Der Winter verteidigt sich noch. Bis zum nächsten Mal. Abonniert German Television. Drückt auf die Abo-Taste. Ihr helft mir. Ciao.